Ja, willkommen. Wir sind hier bei Raumwelten Heiß und ich sitze hier zusammen mit dem Geschäftsführer Holger Heiß. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen bei uns, freut mich. Erzähl mal, was macht denn deine Firma so kurz in 3 Sätzen? Wir sind Spezialist für moderne Arbeitswelten. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen, Räumlichkeiten zu schaffen, in denen sich die Mitarbeiter wohlfühlen, in dem die, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, Performance gesteigert wird der Mitarbeiter. Einfach rundum, wir sorgen für ein gutes Arbeitsklima. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Heute soll es ja mehr um dich als Persönlichkeit geben. Erzähl mal, wie würdest du dich selber persönlich beschreiben? Oh, wie würde ich mich selber beschreiben? Ein rastloser Unternehmer, der immer die nächsten Chancen schon im Blick hat, der einfach Spaß hat, mit Leuten zu arbeiten, der den Vertrieb liebt, der die Gestaltung liebt. Das sind eigentlich so meine, ja, Charakteristika, würde ich mal sagen. Okay, und wenn du dich jetzt irgendwo vorstellst, auf einer Netzwerkveranstaltung zum Beispiel, was sagst du dann? Wer bist du? Ich bin Unternehmer. Ich leite ein Unternehmen, das, ja, Unternehmen einrichtet, Mhm. das von Wand, Boden, Decke über Beleuchtung, Medientechnik, Akustik bis hin zur Möblierung dem Kunden alles liefern kann und das mit Spaß und Freude und mit einem großen Team. Das merkt man auch, dass es dir auf jeden Fall Spaß macht. Was hast du denn gelernt oder studiert? Ich habe das Ganze mal von der Pike auf gelernt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe also meine Schreinerlehre gemacht, habe Schreinermeisterausbildung gemacht, habe nach dem Schreinermeisterausbildung dann noch Innenarchitektur studiert und bin nach der Innenarchitektur klassisch in den Möbelbereich gestolpert. Ja. Zuerst im Wohnmöbelbereich, dann in die Produktentwicklung, also wieder ein ganz anderer Bereich und von der Produktentwicklung dann in den Vertrieb. Habe hier viele, viele Jahre die Geschicke von mehreren Herstellern im süddeutschen Raum begleitet. Zu guter Letzt 6,5 Jahre für den Weltmarktführer der Büromöbelbranche. Ja, und dann ging es in die Selbstständigkeit. Sehr, 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 sehr spannender Lebensweg auf jeden Fall. Waren Möbel oder Inneneinrichtungen schon immer so das, was du mal machen wolltest? Tatsächlich ja. Ich komme aus einem Architekturbüro, also ein Vater hat ein eigenes Architekturbüro gehabt und von daher war Raumgestaltung, Innenarchitektur und auch das Handwerkliche tatsächlich immer schon einer meiner Pläne, dass ich das zukünftig mal machen wollen würde. Ja. Und den Weg habe ich relativ früh eingeschlagen und dann konsequent weiterverfolgt. Okay. Und wie entstand denn für dich die Idee, das dann selbstständig als eigener Unternehmer umzusetzen oder aufzubauen? Aber das Gehen der Selbstständigkeit war mir quasi in die Wiege gelegt, durch das, dass das elterliche Unternehmen im eigenen Büro oder im eigenen Haus war ich natürlich von klein auf im Unternehmerhaushalt gebunden sozusagen. Und von daher war das immer schon eine Vision. Ja, ergeben hat sich dann, dass ich ein Fachhandelshaus in München übernehmen sollte, aus Altersgründen. Ja, was dann leider nicht so genau funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie wir uns das alle vorgestellt haben. Und dann war der Schritt von, hey, ich übernehme was zu, ich gründe selber auf der grünen Wiese ein eigenes Unternehmen, der war dann tatsächlich nicht mehr weit. Okay. Und was ist deine Motivation, Unternehmer zu sein? Der Spaß, mit Leuten zu arbeiten, der Spaß, mit Menschen zu arbeiten, der Spaß daran, sein eigener Herr zu sein, wobei man das immer relativieren muss. Als Unternehmer hat man ganz, ganz viele Verpflichtungen, also so ganz, ganz frei ist man da nicht in seinen Entscheidungen, weil es hängt ja auch immer, ja, wenn ich jetzt bei uns schaue, wir haben knapp 50 Mitarbeiter, da hängen 50 Familien dran. Also von daher ist jede Entscheidung muss wohl überlegt sein und von daher ist es mit der Freiheit des Unternehmens dann auch nicht so weit her. Aber es macht einfach riesig Spaß. Es macht Spaß, Ideen umzusetzen, sein eigener Chef zu sein. Das ist meine Motivation, das ist mein Antrieb. Und ja, allen voran einfach mit Menschen zu arbeiten, mit meinem Team zu arbeiten. Und ohne das Ganze in den letzten Jahren, wir haben lustigerweise heute unseren 9-jährigen Geburtstag. Ja, haben wir gerade nebenbei vorher im Vorgespräch ja festgestellt. Ja, wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn wir nicht ein Wahnsinnsteam hätten oder wenn ich nicht ein Wahnsinnsteam hätte. Weil alleine bewegt man in so einer Struktur gar nichts. Ja. Man merkt auf jeden Fall auch, dass du das mit Leidenschaft hier ausübst, was du hier aufgebaut hast. Wir sind ja auch vorhin mal kurz durchs Büro gelaufen. Also man merkt schon wirklich, dass du dafür brennst, was du hier tust. Wie alt warst du denn, als du das Unternehmen hier gegründet hast? Du sagst es seit 9 Jahren, also. Normalerweise spricht man ja nicht über das Alter, aber ich war damals 42 Mhm. und wenn mich jetzt einer fragt, was würdest du denn anders machen oder würdest du das Gleiche wieder so machen, dann sage ich meistens, nee, ich würde es ein bisschen früher anfangen. Aber die Wege gehen nun mal so, wie sie gehen. Also ich habe mit 42 das Unternehmen damals mit 11 Leuten gegründet.
Fandest du der Weg, also diese 20 Jahre dann vielleicht schon in der Berufstätigkeit, waren die wichtig für dich, um einfach ein gewisses Know-how mit in die Selbstständigkeit zu bringen, oder? Definitiv. Also das ganze Netzwerk, das ja mit so ein Stück weit Grundlage war, auch für die Selbstständigmachung, das hätte ich nicht gehabt, wenn ich das 20 Jahre vorher gemacht hätte, ja, also frisch aus dem Studium. Also von daher hat mir das schon sehr, sehr weit geholfen oder sehr, sehr stark geholfen, auch die versuchte Übernahme oder der Schritt in der vorigen Firma, das Unternehmen zu übernehmen, waren auch viele Einblicke, die mir natürlich bei der Selbstständigkeit dann geholfen haben. Definitiv. Ist denn Geschäftsführer zu sein, also dein tägliches Tun, ist es dein Traumjob? Kannst du es mittlerweile so sagen? Der Traumjob, Chef zu sein, jein, ist tagesabhängig, sage ich jetzt mal. Es gibt ganz viele Bereiche, wo man sagt, boah, ich würde gern wieder meinen alten Job haben, ja, wo man sagt, wenn es um Steuern geht, wenn es um die Sachen geht, die uns die Gesetzgebung alles auferlegt, von DSGVO über Zeiterfassung. Es gibt ganz, ganz viele Themen, wo man sich als Chef eigentlich nicht wirklich damit auseinandersetzen wollen würde. Ja, also da gibt es schon Tage, wo man sich denkt, boah, das könnte anders einfacher sein. Aber es überwiegen die Tage, wo man einen Spaß dran hat, wo man sagt, hey, man hat Leute im Haus, man hat Kunden im Haus, man begeistert Kunden, man hat tolle Projekte und man macht das Ganze einfach, wie du sagst, ich habe da Spaß dran und ich habe Spaß am Applaus vom Kunden, ja, weil das ist das, was uns tagtäglich antreibt. Ja, ist klar, wir müssen auch Geld verdienen. Der Laden muss am Laufen gehalten werden. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Part. Aber es ist schon im Vertrieb, ist es in erster Linie der Applaus vom Kunden, der uns tagtäglich wieder motiviert, Bestleistung zu geben. Ja, toll, finde ich auf jeden Fall sehr interessant von dir zu hören. Was hast du denn so für Herausforderungen in deiner täglichen Position als Geschäftsführer? Die Herausforderung ist, den Spagat zwischen Bürokratie und Vertrieb hinzubekommen. Ich bin nun mal Vollblut-Vertriebler, auch wenn ich eine handwerkliche Grundprägung habe. Aber da den Spagat hinzubekommen vom Kunden, vom Projekt ja, und parallel dazu die ganzen administrativen Sachen am Laufen zu halten, das ist so, glaube ich, die größte Herausforderung. Und einfach ja, nebst dem Tagesgeschäft das Unternehmen weiterzuentwickeln. Man verfällt relativ schnell in Projektarbeit. Man arbeitet dann wieder im Team mit, ja, nicht am Unternehmen, wie es so schön heißt, sondern im Unternehmen. Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung, weil mein Daily Business sollte eigentlich sein, mich um die Weiterentwicklung des Unternehmens permanent zu kümmern. Und sind so die drei Hauptfelder zwischen Weiterentwicklung, Bürokratie und unserem Tagesgeschäft, was mir natürlich mega Spaß macht. Ich arbeite sensationell gern mit Kunden. Ja, das merkt man, glaube ich, auch, wenn man bei uns reinkommt, wie die Räumlichkeiten gestaltet sind. Das macht einfach Spaß. Ja, du hast jetzt auch sehr auf die Weiterentwicklung angesprochen. Was sind deine persönlichen Ziele noch im Leben? Wo möchtest denn du noch hin? Boah, das ist die Frage, die mir ganz viele Coaches auch immer stellen, wenn sie sagen, hey, was ist denn deine Vision und wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Und ich tue mich da sehr, sehr schwer, weil ich bin von meiner Grundprägung so, dass ich viele Chancen sehe, Chancen nutze und diese Chancen nicht planbar sind. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, da ergibt sich, ich nehme als Beispiel immer unseren Standort in Nürnberg, da haben sich ein paar ganz gute Gelegenheiten ergeben und dann nutzt man diese Gelegenheiten. Und das sind Sachen, die nicht von langer Hand geplant sind. Ja, klar, gibt es noch so Visionen wie Standorte, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, wie ein Standort in Berlin, in Hamburg, gegebenenfalls solche Visionen gibt es. Ob sich die realisieren lassen, ob sich die umsetzen lassen, das wird man sehen. Ja? Aber ich nutze die Gelegenheiten und ich habe jetzt keine große Vision. Also ich strebe nicht die Weltherrschaft an. Das definitiv nicht. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Du hast jetzt auch jetzt öfters angesprochen, du hast mehrere Standorte. Warum hast du dich dafür entschieden, mehrere Standorte zu eröffnen? Einfach um das Unternehmen stabiler aufzustellen. Ja? Also haben sich auch aus Gelegenheiten heraus ergeben. Es waren die Menschen, die an den Standorten oder die ja, da waren und mit denen man überlegt hat, wie können wir zusammenarbeiten, wie lässt sich hier Business gestalten. So war es in Nürnberg, so war es mit unserem Landshuter Standort. Ja, und einfach das Thema des Unternehmens breiter aufzustellen. Ja, wir können bayernweit, wir können deutschlandweit flächendeckend anbieten. Wir haben neben den Standorten auch noch Medientechnik und Akustik mit im Portfolio, sodass wir dem Kunden alles aus einer Hand bieten können. Ja, und das schafft einfach eine höhere Stabilität. Also wenn man im Unternehmen natürlich nur auf einen Part setzt,
was heißen würde, ja, nur Möbel verkaufen im weitesten Sinne. Und da sind wir ganz, ganz weit weg. Wir steigen also bei den Kunden ganz tief am Anfang in die Planung schon mit ein, analysieren den Kunden, sind da, ja, ich sage jetzt mal fast Unternehmensberater in den ersten Schritten, ja, und begleiten den Kunden dann durch das komplette Projekt bis hin zum Onboarding der Mitarbeiter, Spielregelworkshops. Also das sind so die Themen, die wir da abdecken. Und das natürlich an allen drei Standorten. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage zur Mitarbeiterführung. Ich habe jetzt leider hier niemanden kennengelernt, aber ich habe mitbekommen, es gibt Bürohunde bei euch. Ja, Sind für dich Bürohunde ein Mitarbeiter-Benefit? ich denke schon, weil wenn ich heute einen Job habe und muss mich jeden Tag darum kümmern, wo bringe ich denn meinen Hund unter oder kann ich den Hund auch stundenlang zu Hause alleine lassen, dann ist das manchmal wahrscheinlich relativ schwierig. Ich habe jetzt, ich sage jetzt mal bewusst, noch keinen Hund, das ist tatsächlich gerade in Planung, aber ich glaube, das erleichtert den Mitarbeiter schon, wenn der sagt, hey, ich kann meinen Hund jederzeit mitnehmen. Also hier am Standort in Kirchheim haben wir nur ab und an einen Hund. In Nürnberg haben wir tatsächlich mittlerweile vier Bürohunde, obwohl wir da gar nicht so viele Mitarbeiter haben. Und das funktioniert ganz gut. Und ja, sofern die Hunde, sage jetzt mal so sind, dass sie im Alltag mitlaufen, ist das überhaupt kein Problem für mich. Und von daher kann jeder Mitarbeiter seinen Hund oder sein Haustierchen gerne mitnehmen. Bis jetzt beschränkt man es aber auf Hunde. Okay. Ja, man schlüsselt das Ganze ja immer so unter dem Begriff New Work. Welche Herausforderungen siehst du im Bereich New Work, was mit den ganzen Homeoffice-Regelungen und so weiter ja immer mehr kommt? New Work ist ein ganz spezielles Thema. Also wir sagen ja bewusst nicht, wir sind der Spezialist für New Work, sondern wir sind der Spezialist für moderne Arbeitswelten. Ich bin kein großer Freund von dem Begriff New Work, weil für mich ist es ein Containerbegriff, in dem momentan alles gesammelt wird, was irgendwie im weitesten Sinne mit Büros zu tun hat. Ja? Viele verstehen unter New Work das, was sie sehen, wenn sie heute bei Google, bei Microsoft oder so reinschauen, offene Bürostrukturen, bunte Büros mit Kickerkasten und Spielgeräten und Kletterwand und Schaukel. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. New Work heißt für ein Unternehmen, das Konzept zu finden, was für das Unternehmen passt. New Work ist keine Blaupause. New Work ist nicht, ich nehme jetzt hier ein Buch und sage, hey, das ist New Work. Und wenn ich hier von Seite 1 bis Seite, keine Ahnung, 120 alles durchgearbeitet habe, dann habe ich für mein Unternehmen die Lösung. Das ist mitnichten so. Also von daher, die Herausforderungen heute für Unternehmen sind relativ einfach. Interessant zu machen für neue Mitarbeiter, interessant zu machen für den Kunden, die Performance hochzuhalten. Das sind so die Themen und die erarbeiten wir mit unserem Raumwelten-Heißsystem, was wir entwickelt haben, ganz individuell für jedes Unternehmen neu. Also wir entwickeln New Work kundenspezifisch. Das ist eigentlich unser Ansatz. Und was sind so die weiteren Herausforderungen? Ja, wir haben natürlich die Veränderung, du hast es angesprochen, mit Homeoffice. Die Herausforderung ist hier, die Gratwanderung hinzubekommen zwischen die Leute im Unternehmen zu haben und zu Hause zu haben. Die Bindung nicht zu verlieren, das Bonding des Mitarbeiters nicht zu verlieren, aber auch die Leistung im Unternehmen hochzuhalten. Und das funktioniert in manchen Bereichen besser, wenn ich administrative Tätigkeiten, die kann ich jederzeit von zu Hause aus ausführen, aber die Kommunikation, die Weiterentwicklung, die bleibt ein Stück weit auf der Strecke. Und da einfach ein gutes Miteinander zu finden, die Räumlichkeiten so zu gestalten, dass es auch wieder Sinn macht, ins Büro zu kommen. Ja? Weil ich sage, da finde ich Räumlichkeiten vor, die ich zu Hause nicht habe. Da treffe ich meine Kollegen bewusst. Ja? Da kann ich auch meine Videokonferenzen machen, ungestört. Ja? Hier Räumlichkeiten zu schaffen, die ein perfektes Umfeld schaffen, das ist das, was wir tagtäglich tun und so die Unternehmen weiterbringen. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr auch vorausschauend und in die Zukunft planend. Was würdest du den jungen Gründern oder jungen Menschen, die sich jetzt selbstständig machen wollen, auch mit auf den Weg geben? Also auf alle Fälle erstmal anfangen. Ja? Mein Leitspruch war damals, lieber improvisiert starten als perfekt warten. Also einfach rein in die Selbstständigkeit. Es gibt keinen tolleren Job als selbstständig. Auch wenn es manchmal hart ist und auch wenn es manchmal schmerzt. Von Anfang an auf ein sinnvolles Konzept zu setzen. Ja? Also einfach wirklich, ja, auch wenn das vielleicht am Anfang ein paar Euro mehr kostet, der Invest lohnt sich von Anfang an. Es gibt gute Produkte in allen Bereichen. Und einfach von Anfang an schauen, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist das wichtigste Gut, egal ob im Start-up, im kleinen Jungunternehmen oder im etablierten, lang am Markt präsenten Unternehmen.
den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen, den Mitarbeiter mit bei Entscheidungen einbinden und nicht nur, was er für ein Handy bekommt oder für ein Auto, sondern auch, hey, wie wollen wir denn die Räumlichkeit gestalten? Nichts einfacher beim jungen Team zu sagen, hey, wie stellen wir uns denn unser Büro vor? Ist es bunt? Ist es clean? Ist es schwarz-weiß? Oder, ja, oder ist es vielleicht die Gaming-Ebene in unserem Büro? Ja? Das sind so Punkte, einfach ja, den Mitarbeiter mit einbinden. Das ist eigentlich eines der Schlüsselbegriffe überhaupt. Auch können wir wieder zurückgehen auf New Work. Auch im New Work ist es das Thema. Okay, spannend, ja. Was mit der Selbstständigkeit natürlich auch immer so mit sich schwingt, ist das Thema Kritik. Wie gehst du denn ganz persönlich mit Kritik um? Das lernt man, wie man mit Kritik umgeht, weil man hat natürlich ganz hohe Ziele. Man nimmt anfangs alles sehr persönlich, da nehme ich mich nicht aus. Also ich bin auch nicht frei, dass mich Kritik manchmal mehr anfasst, als es mir lieb ist. Wie gehe ich mit Kritik um? Man legt sich eine gewisse dicke Haut zu. Ich habe das Glück, dass ich mit meiner Lebensgefährtin eine Mitgesellschafterin oder Geschäftsführerin jemand habe, mit dem ich mich hier sehr gut austauschen kann, die mich sehr gut spiegelt und die mich dann auch wieder auf, sage jetzt mal, wieder etwas einnordet. Aber es gibt schon Niederschläge, die auch etwas länger an einem nagen. Also ein Patentrezept, sorry, habe ich leider nicht. Okay, und hat sich daraus vielleicht für dich eine Lebensweisheit ergeben, so aus der Selbstständigkeit, vielleicht auch aus der Kritik, die du jungen Leuten oder jungen Gründern mitgeben möchtest? Eine Lebensweisheit. Viele sagen ja oft, wenn man dann irgendwie wieder Rückschläge hat, sei es von Mitarbeitern, sei es von Projekten. Ja, ist schade, weil aus dem Rückschlag wirst du dann wahrscheinlich für die Zukunft anders reagieren und wirst dich verstellen oder wirst sagen, ah ja, sag jetzt mal, bei dem und dem Mitarbeiter hat das auch nicht funktioniert, dann werde ich das beim anderen nicht mehr so machen. Ich habe aber gesagt: „Nee, das mache ich nicht.“ Also, ich bleibe so, wie ich bin. Ich gehe mit derselben positiven Einstellung auf meine Mitarbeiter zu, auch wenn es manchmal Rückschläge gibt. Und sage immer: „Der eine Mitarbeiter, mit dem ich da gerade spreche, der kann ja nichts dafür, dass mich vielleicht ein anderer Mitarbeiter, der uns gerade verlassen hat, ja, enttäuscht hat.“ Ja, Ja? Also, einfach sich nicht von seinem eigenen Weg abbringen lassen, nicht von seinen eigenen Idealen abbringen lassen. Es gibt immer Rückschläge, aber wenn man sich selber nicht verschuldet, dann kann man selber auch nichts dafür. Und von daher sich von seinem Weg nicht abbringen lassen, immer an seinen persönlichen Idealen festhalten, auch wenn es manchmal schmerzt. Und das ja, wäre so die Weisheit des Tages heute. ja. Das hast du auch ein bisschen vorgelebt, muss man ja sagen. Ja. Also deswegen, ja, sehr, sehr, sehr interessant. Wie stehst denn du zur Königsklasse? Wir sind ja hier bei der Königsklasse. Wie stehst du dazu? Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Format, sehr informativ. Wir haben ja vorher auch gerade ein bisschen gelauscht bei dem Interview von der Katrin Keil. Einfach mal Einblicke zu geben, auch ja, jungen Nachwuchskräften, Nachwuchsunternehmern so ein bisschen die Austauschplattform zu geben, finde ich ein super schönes Format. Und ja, und das ist ja auch eine Plattform weit über jetzt dieses Videoformat hinaus für den Austausch. Wir stehen auch hier als Unternehmen jederzeit offen für Fragen, Wünsche, Anregungen. Also von daher finde ich ein ganz cooles Format. Sehr nice. Und wie hast du denn von der Königsklasse erfahren? Lustigerweise haben wir mit der Uni ein Projekt gemacht, wo 3 Firmen ausgewählt wurden, um als Uni-Projekt ja, bearbeitet zu werden, schwerpunktmäßig in der Marketingkommunikation. Ja, und ein Unternehmen, das hier ausgewählt wurde, beziehungsweise eine Person, war der Martin Grosser. Und mit dem sind wir halt dann ins Gespräch gekommen und so habe ich von der Königsklasse erfahren und eigentlich von Martin erfahren. Ich fand das dann ganz spannend und dann hat er gesagt, hey, lass uns doch mal miteinander da was drehen. Ich habe gesagt, ja, wenn du mich so interessant findest, dass du sagst, du möchtest mit mir was drehen, ja, dann stehe ich gern zur Verfügung. So habe ich von der Königsklasse erfahren. Toll, dass du auch da so offen bist, dann neuen Sachen gegenüber. Das ist einfach klasse. Ja, jetzt noch mal eine abschließende Frage für mich. Wie könnte für dich die Überschrift zu diesem Interview lauten? Wie könnte die Überschrift zu diesem Interview lauten? Ein Unternehmer mit Vision und viel Herz, der sich in der Möbelwelt etabliert hat. Okay, ja, das hört sich gut an. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke in dein Unternehmen und auch in dich als Person. Das Sehr, ist ja das, was uns heute hier hergebracht hat. Vielen Dank dafür und hat mich sehr gefreut auf das gemeinsame Gespräch.
Sehr gern. Und wie gesagt, zur Königsklasse, wenn jemand Fragen, Wünsche, Anregungen hat oder einfach nur mal den Austausch sucht, wie sich sowas als Unternehmer anfühlt, jederzeit gern. Kontaktdaten findet ihr unter Raumwelten heiß im Internet. Gerne einfach direkt melden. Besten Super. Dank an dich für das Interview. Danke, dass du so ein toller Gesprächspartner warst.